Herzlich willkommen bei einem weiteren Video von lymphom.ch, der Schweizer Patientenorganisation für Lymphombetroffene und Angehörige. Bitte schaut das erste Video, wenn ihr wissen möchtet, was der Hintergrund ist von dieser ganzen Serie, die wir hier machen. Mein Name ist Benjamin Hartmann, ich leite eine kleine Agentur für Pharmaberatung namens Wolf Advisors und ich mache das hier pro bono. Wenn ihr mehr zu mir wissen wollt, dann könnt ihr das auf LinkedIn finden. Zu unserem heutigen Gast, Christoph. Wer bist du und mit was tust du dich am Wochenende oder zu oben erholen von deinem Alltag? Ja. Genau, mein Name ist Christoph Mammut. Ich bin Chefarzt für Onkologie hier im Kantonsspital Aarau, erschreckenderweise auch schon seit 16 Jahren. Ähm, genau, ich befasse mich mit verschiedenen Tumorentitäten, ähm, von der Historie oder schon seit langem auch eben speziell auch mit Lymphomen, was ja heute das Thema natürlich ist. Deine Frage, was ich am Wochenende mache, das ist sehr unterschiedlich. Ich versuche natürlich am Wochenende ab und zu mal abzuschalten. Ähm, ja, ich befasse mich mit Familie. Ich mache viel Sport, immer noch, trotz des Alters. Mache viel Sport, gehe mal Tennis spielen, gehe mal Velo fahren. Ja, esse und trinke ganz gerne, auch am Wochenende und versuche einfach mich etwas abzuschalten und eben vielleicht auch mal nicht an die Arbeit zu denken. Sehr gut, sehr gut. Da fühlt man sich sehr wohl. Das heutige Symptom, das wir diskutieren wollen, ist Husten. Man weiß, Lymphom können Husten auslösen. Jetzt darf ich ganz allgemein vielleicht die Frage, warum, kann man etwas dazu sagen, warum Lymphome Husten auslösen? Ja, also Husten, man muss das schon klar sagen. Also Husten ist jetzt nicht so das typische Symptom, wo man dann gleich an Lymphome halt denkt, nicht? Also Husten hat natürlich prinzipiell ganz viele Ursachen. Die häufigste sind sicherlich irgendwelche Infekte, mögen es virale Infekte, speziell im Winter sein, mag es auch bakterielle Infekte sein, also Lungenentzündung sein. Das ist natürlich die Hauptsache, natürlich die häufigste Ursache von Husten. Wenn dann ein Husten komisch ist oder nicht weggeht oder lange anhält, dann kann es halt auch mal, dann muss man halt auch mal irgendwann an Tumore denken. Das ist so. Wobei, wie gesagt, nicht jeder Husten ist ein Tumor, also bei weitem nicht. Und dann gibt es natürlich andere Tumorarten, die auch speziell mit Husten vielleicht in Einklang gebracht werden, wie zum Beispiel natürlich, wenn man einen Lungenkrebs hat, klassischerweise, wenn irgendwas halt die Lunge irritiert befällt, dann bekommt man halt auch Husten. Aber, und heute ist das Thema ja Lymphome, auch Lymphome können das prinzipiell auslösen. Meistens ist es eher ein mechanisches Problem. Das heißt, Lymphome sind ja Erkrankungen der weißen Blutkörperchen, die in den Lymphknoten sich abspielen. Wenn es eine große Lymphknotenschwellung zum Beispiel am Hals gibt, oder auch hier zwischen den Lungen, also im sogenannten Mediastinum gibt, dann drücken die halt auf die Atemwege oder auf die Lunge. Und das kann natürlich auch prinzipiell Husten auslösen. Die klassischen Lymphome, an die man dann denken würde, die sich halt vor allem hier so zwischen den beiden Lungen wie gesagt, sogenannten Mediastinum oder hier am Hals abspielen, es sind dann eher so aggressive Lymphome, also ganz klassisch vielleicht auch mal ein Hodgkin-Lymphom, was sehr häufig sich hier abspielt bei jungen Patienten. Es gibt auch so primär mediastinale Lymphome, also aggressive Lymphome, die sich eben auch hier abspielen. Das sind so ein bisschen Lymphome, die eben dort in dem Bereich eben auch ab und zu durchaus Husten auslösen kann, der halt nicht weggeht nach einer initialen Therapie. Und eben, wie gesagt, irgendwann muss man dann halt auch vielleicht an ein Malignom denken. Gibt es irgendwelche typischen Begleitsymptome, wo man könnte sagen, wo man sagt, okay, Husten plus das, dann vielleicht eher in die Richtung Lymphom Genau, schauen? es ist selten, dass, glaube ich, nur Husten das Symptom ist, sondern eben es kommen dann so die klassischen Symptome bei Lymphomen hinzu. Das sind eben natürlich so Lymphknotenschwellungen, die man halt dann an den tastbaren Stellen halt auch sieht oder bemerkt. Das sind große Lymphknoten eben hier hinterm Schlüsselbein zum Beispiel oder am Hals. Wenn man so etwas spürt und das größer wird und Husten bekommt, dann geht es natürlich vor allem in diese Richtung oder auch
B-Symptome, nicht? Also Nachtschweiß, Gewichtsverlust, derartige B-Symptome, wenn die dann auch noch hinzukommen, dann muss man vielleicht auch eher dann an was Malignes, also was Bösartiges denken und eben zum Beispiel auch an Lymphome. Sehr gut. Gehen wir vielleicht jetzt einen Schritt weiter. Nehmen wir mal an, es verhärtet sich der Verdacht und der Patient ist jetzt beim Onkolog. Gibt es dort irgendetwas bei der Diagnose zu beachten, was da ganz wichtig ist im Kontext von Husten und Lymphom? Oder ist Also wenn dieses Symptom Husten, vielleicht mit Lymphknotenschwellung, vielleicht mit B-Symptom, dann zu der Diagnose führt, dass ein Lymphom ist, dann bekommen die allermeisten oder wahrscheinlich alle Patienten hier in der Schweiz natürlich eine entsprechende Bildgebung. Das heißt, entweder eine Computertomographie oder heutzutage eigentlich Standard ist so eine sogenannte PET-CT-Untersuchung. Das ist auch eine Computertomographie, die eben noch ein bisschen weitergeht, eben funktionell auch schaut, ob dort eventuell Tumorzellen sind. Und das ist die Bildgebung, die es braucht, weil damit sehen wir dann halt, ob es irgendwo große Lymphknotenpakete gibt, die man vielleicht von außen nicht tasten kann, also eben hier im Mediastinum sind, die zum Beispiel die Lunge etwas zusammendrücken, ähm, Atemwege verlegen, wo man vielleicht was tun muss, wo man vielleicht dann auch die Diagnose herbekommt, weil es braucht ja auch immer eine Gewebsentnahme. Man schaut natürlich auch auf der Lunge, ob es eventuell auch Wasser auf der Lunge hat. Das heißt, Wasser ist nicht auf der Lunge, aber um die Lunge herum kann natürlich auch Wasser sein. Das kann übrigens auch Husten auslösen, so eine Wasseransammlung. Das heißt, die Patienten bekommen sowieso die entsprechende Bildgebung, mit der man dann die Ursache manchmal auch findet für das Husten. sehr gut. Und sollte der Hausarzt irgendetwas machen? Also der Patient beklagt sich vielleicht, geht zum Hausarzt und sagt, kann man denn da nicht mehr machen? Oder geht das mit der Therapie von allein weg? Oder wie ist denn das im Verlauf von der hämatologischen Therapie? Wie geht das weiter? Ja, also wenn es jetzt Husten ist, was durch eine Verlegung, zum Beispiel der Atemwege oder durch ein Zusammendrücken der Lunge oder durch Wasser auf der Lunge eben bedingt ist, was dann der so häufige Grund für diesen Husten sein kann, dann ist das A und O natürlich der Beginn der Therapie. So eine Therapie ist ja meistens hochwirksam und schnell wirksam und dann sollte eigentlich auch der Husten als Symptom dann auch relativ rasch verschwinden. Was es natürlich manchmal auch gibt, ist, wenn große Tumormassen Atemwege blockieren, dann können obendrauf auch noch Infektionen passieren. Nicht? Das ist so ein bisschen wie bei stehenden Gewässern. Wenn kein richtiger Luftaustausch besteht und eben die Atemwege sind verlegt, dann kann auch mal eine Pneumonie, also eine Lungenentzündung entstehen. Und da kann es natürlich auch sein, dass dann durchaus noch mal Antibiotika notwendig wären. Aber das A und O ist eigentlich der zeitnahe Beginn einer Therapie gegen das Lymphom, was dann eben normalerweise sehr rasch zu einer Linderung der Beschwerden führen sollte. Das heißt, primär sollten die nicht viel selber machen, die Hausärzte in diesem Kontext. Ja, ich denke, sobald sich wirklich der Verdacht des Lymphom, also wenn es nicht nur ein Infekt ist und man sieht auf dem Bild oder man hat am Hals große Lymphknotenpakete, weil das sind ja auch schnell wachsende, zum Teil sehr schnell wachsende Tumorerkrankungen, dann ist es halt wirklich sinnvoll, den Patienten sehr schnell zu einem Spezialarzt, sprich einem Hämatologen oder Onkologen zu schicken, damit eine Therapie eingeleitet werden kann. Genau. Sehr gut, da sind wir eigentlich schon am Ende. Ich habe dann immer meine übliche Frage, deine Take-Home-Message im Kontext von Husten und Lymphom. Was würdest du sagen, die zwei wichtigsten Botschaften, die dir wichtig sind, als Hausarzt, das mitnehmen von heute? Ja, also ganz wichtig, das habe ich einleitend gesagt, also bei weitem nicht jeder Husten, sondern eher selten der Husten ist assoziiert mit Lymphomen. Also es gibt ganz viele andere Gründe für Husten natürlich. Also man muss nicht gleich, wenn man länger hustet, an Krebs oder ein Lymphom denken. Das ist, glaube ich, mal ganz wichtig. Da muss man auch ein bisschen die Angst wegnehmen. Aber wenn ein Husten nicht weggeht, atypisch ist und gerade über mehrere Wochen und es ist alles unklar, dann muss man irgendwann daran denken, dann braucht es weitere Abklärungen und wenn irgendwelche Symptome hinzukommen,
über die auch gesprochen wird, wie eben zum Beispiel B-Symptome, Nachtschweiß, Gewichtsverlust, ungewollt und auch eine Lymphknotenschwellung, dann sollte man daran denken und eben eine entsprechende Bildgebung forcieren. Und wenn sich der Verdacht weiter erhärtet, ich denke, dann ist auch ganz wichtig, dass man schnell reagiert, dass der Patient weitergeschickt wird und nicht noch 2, 3 Wochen braucht, bis er beim entsprechenden Arzt ist, weil dann sollte es wirklich schnell gehen, dass dem Patienten auch geholfen werden kann. Super. Sehr klar. Vielen Dank, Christoph, für die Worte. Danke auch euch Zuschauer für das Ganze. Ihr findet wie immer im Abspann den Kontaktinformationen, wenn ihr noch möchtet Feedback geben oder wenn ihr jemanden möchtet kontaktieren von uns. Auf Wiedersehen miteinander. Auf Wiedersehen.